Guten Morgen Leute, heute melde ich mich mal aus Trier am Hauptbahnhof, wie ihr hier hinter mir sehen könnt. Und natürlich der Zopp, der liegt auch schon direkt vor mir. Und was ich hier so alles erlebt habe, sehen wir alles nach dem Intro gemeinsam. Bis gleich. Gerade hier am Bahnhof angekommen. Heute bin ich mal nicht mit dem Zug hier angereist, weil ich fahre gleich nachher noch nach Luxemburg. Da wollte ich mit dem Auto hierher fahren. Bahnhof, da gehen wir natürlich gleich rein. Direkt links ist auch der Zopp mit den ganzen Bussen. Die schauen wir uns aber gleich an. Ich hoffe, dass gleich noch ein paar Busse kommen werden. Wir gehen jetzt erstmal gemeinsam mal in den Bahnhof rein und schauen uns mal an, was es hier so zu sehen gibt. Ist ein schöner kleiner Bahnhof. Abfahrt, da kann man sehen, wo es alles so lang geht. Mit dem Reisezentrum kann man direkt nachfragen, die Tickets kaufen und sowas alles. Es gibt auch nur 10, 11, Nord 12, 13 Steige. Und direkt kommt uns schon ein Zug hier entgegen. Nicht einsteigen, okay. Hatte ich auch nicht vor. Ich muss mich selber erstmal orientieren, wo wir hier sind. Wo es hingeht. Ah, da hinten stehen auch noch ein paar Züge. Die Sonne ist aber ziemlich tief. Der sieht doch mal klasse aus, Leute. Schaut mal für die Trainspotter. Ne, was ist das für einer? Auch ein Doppelstock, aber schaut mal, die Form, die ist ganz anders als die wir kennen. Die Sonne ist jetzt auf der Seite ziemlich tief, aber hier vorne steht auch noch mal so ein Bus, den können wir uns dann noch mal, ein Bus sage ich, immer wieder noch Bus. Ist das nur speziell für Fahrräder? Nein. Hier vorne stehen noch welche, schaut mal. Ich glaube, hier in Trier gibt es auch 2 oder 3 Bahnhöfe, Süd, Ort, Nord, Süd, Ost. Wir sind jetzt aber, glaube ich, im richtigen Hauptbahnhof mitten in der Stadt. Hier, den meinte ich hier, der steht ja auf der anderen Seite auch. Aber da kommt gerade noch ein Bus, ich sage immer wieder Bus. Da kommt gerade noch ein Zug rein. Den können wir uns auch noch mal anschauen. Schaut mal, die haben doch bestimmt auch eine Modellbezeichnung oder so. Die Trainspotter, die haben mir letztens schon viel geholfen. Die haben viel erzählt, wann die gebaut wurden, wie alt die sind und was für eine Modellreihe. Und jeder hat so seinen eigenen Namen sogar. Der steht hier, das ist wie so eine Art Kopfbahnhof. Guck mal, der steht hier, der kann nicht weiter. Aber da sind noch Fahrgäste drin. Der kann dann wohl hier auf der Seite dann wieder rückwärts fahren. Ja. Der hat wohl gleich auch Abfahrt, wie gesagt, in die Richtung hier. Und vorne, der hat noch keine Freigabe bekommen. Der kann wohl gleich hier auch reinfahren. Aber hier in der Eifel gelegen, Leute, schaut mal da auch da oben die Weinberge und so. Wirklich ein sehr schön gelegener Ort, sage ich mal. Nicht nur der Bahnhof, sondern der Ort Trier selber. Wir gehen nachher auch noch mal in die Stadt. Da werden wir noch ein paar Busse uns anschauen wollen. Aber da hat man ja nicht die Möglichkeit, hier alles sich anzuschauen. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, eben halt mal hier Trier, Hauptbahnhof und Umgebung in Ruhe anzuschauen. Und bei der Gelegenheit, die noch nicht hier waren oder nicht die Möglichkeit haben, die können sich das dann natürlich mit meinen Videos auch alles anschauen. Aber der Kollege, der hat immer noch keine Freigabe. Ich laufe wieder zurück, weil ab hier ist Ende. Und dann können wir auch schon rüber gehen. Ah, da ist auch noch so ein Reisebus. Ich glaube, da hinten gibt es auch noch so einen Reisebusparkplatz. Den suchen wir gleich mal. So, der fährt jetzt erstmal weg.
Jawohl. Der steht hier noch. Ansonsten kommt hier noch nichts an. Ich habe noch vor, nachher nach Luxemburg rüber zu fahren. Mal gucken, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, was da für Busse und so rumfahren. Das könnt ihr in einem anderen Beitrag später euch mal anschauen. Auf der anderen Seite kommt auch ein Zug gerade reingefahren. Auch diese Modellreihe. So, wir verlassen jetzt mal den Bahnhof und laufen mal direkt hier rüber. Auf die andere Seite, da ist auch sofort der Zopp. Die Leute warten hier schon. Und der Bus, da hinten steht einer. Hier vorne steht einer. Und hier sind auch noch so ein paar luxemburgische Busse. Ich weiß nicht, ob die auch Linie fahren oder ob die nur zufällig hier sind. Mal schauen. Ja. Schaut mal, einen schönen Setra mit 3 Achsen. Aber als Überland. Hinten ganz viele Bestuhlung. Ne? Sogar hier mit Kinderwagen und so. Ja. Der hat jetzt aber hier Pause. Schweich, Osburg, Neurath, Kell am See. Und aus Simmern der Bohrreisen. Der ist auch hier. So, auf der anderen Seite gibt es auch noch, glaube ich, Haltestellen. Mal gucken, ob ich da noch hinlaufe. Oder ich warte jetzt erstmal hier ab, welche Busse hier gleich hier so reinkommen. Ja, die machen da auch noch Pause. Und dann laufen wir auch mal so ein bisschen in die Stadt, wo meistens mehr los ist. Aber wir können mal gucken, was für Busse hier noch so rumfahren. Natürlich, Mercedes darf nicht fehlen. Mercedes ist überall vertreten. Hier so einen schönen Effizienz. Oder was ist das? Ne, ist ein ganz normaler Diesel. Ja. Und hier der Turismo aus Simmern. Aber hier geht es schon wieder los. Der hier hat zum Beispiel Trier Kennzeichen, VRT, Verkehrsreihe Trier. Und der hier hat so Rot und Weiß. Da weiß man natürlich wieder nicht, wer wo einzuordnen ist. Dann gibt es hier oben noch SWT und VRT, Verkehrsverbund Region Trier. Ja, das ist wohl wie bei uns eben halt die VRR. Und Tarifzonen. Ach, die haben hier als Zonen alles eingemacht. Zone 1, 2, 3 und sowas alles. Trier Nord, Trier Südost. Ja, ich bin natürlich hier wieder in der Mitte. Trier City, Zone 1. Könnte ich theoretisch auch mitfahren, wenn ich einen schönen Bus habe, den wir noch nicht kennen oder so. Ja, ich gucke noch mal, was hier noch ankommt. Ansonsten laufe ich mal ein Stück weiter in die Stadt rein. So, es kommen noch ein paar Exemplare, aber die sind wiederum in ganz Silber. Die beiden. SWT, VRT, okay. Ganz normale Citaros.
Hier muss man auch besonders aufpassen. Hier, wenn man geradeaus fahren will, geht nicht. Warum geht das nicht? Weil geradeaus nur für Linienverkehr und Fahrräder frei ist. Also keine Chance hier geradeaus zu fahren. Man muss tatsächlich hier rechts fahren. Da geht es auch zur Altstadt. Da wollte ich jetzt gerne mal mit euch hin. Da, wo die Busse da lang fahren, so ungefähr da die Richtung, laufen wir mal gemeinsam hin. So, auf dem Weg dahin, wenn ich so was Schönes, Interessantes sehe, nehme ich das natürlich mit. Wir haben ja bis jetzt nur Mercedes gesehen, Citaros. Da habe ich aber gerade hier so ein MAN entdeckt als Gelenkwagen. Aber das ist nicht irgendein Gelenkwagen. Schaut mal, der hat hinten irgendwie eine Doppelachse. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Gelenk ist. Das sieht mir noch nicht mal wie ein Gelenk aus. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann das von hier aus auch nicht erkennen. Ich sehe nur da hinten die Doppelachse. Das scheint so ein 15 Meter Bus zu sein. In einem durch. Ich sage ja, wenn ich immer so spezielle Exemplare sehe, dann halte ich extra an für euch, weil das interessiert mich ja auch, was hier so rumfährt. Schon im ersten Moment habe ich gedacht, ist ein Gelenkwagen, weil er so lang ist, aber dann sehe ich da die Achsen, aber kein Gelenk dazwischen. Mal schauen, wenn er gleich hier an uns vorbeifährt. Tatsächlich, schaut euch das mal an. Sehe ich zum ersten Mal. Wahnsinn. Ein MAN. So ganz lang mit 3 Achsen. Ja, die hintere Achse lenkt auch mit, habt ihr gesehen? Der kommt schon schön in die Kurven und fährt auf die andere Seite weiter. Auch so einen schönen langen Setra, wie ihr gesehen habt. Und hier steht ein ganz normaler MAN. Ich laufe jetzt mal so ein Stückchen weiter bis zur Porta Nigra. Das kenne ich noch von früher, hat sich bestimmt wieder alles geändert. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, Leute. So Leute, das ist doch mal ein schöner Anblick hier. Das ist dieses Porta Nigra. Hier hatte ich auch schon mal ein paar Fotos mit den Mädels gemacht. Mit denen war ich ja auch schon mal hier. Ja, und schön. Ja, jetzt versperrt uns natürlich dieser Setra hier aus Luxemburg uns die Sicht. Aber egal, da können wir uns den ja mal anschauen. Mit seinen langen Achsen hier, mit seinen drei Achser, 15 Meter Bus. Ja. Versperrt er uns einfach die Sicht. Aber da ist auch mit Maske und so Schutzmaske obligatorisch. Was heißt das denn? Habt ihr gelesen? Schutzmaske obligatorisch. Habe ich auch noch nie gehört. So, jetzt haben wir das wieder alles freie Sicht. Und wie ich schon vermutet hatte, auf der anderen Seite, da sind jede Menge Busse, weil das ist ja die Hauptattraktion, sage ich mal, wenn man hier hinkommt, dann möchte man das sehen. Und da sind dann auch die ganzen Bushaltestellen und da tummeln sich dann auch die ganzen Busse, denke ich mal. Da laufen wir jetzt mal gemeinsam hin. Natürlich nehmen wir jetzt hier diese Busparade hier mit. Aber jetzt nichts Außergewöhnliches, ganz normale Citaros. Kein Elektrobus oder so, im Moment nichts zu sehen. Mal gucken, ob hier überhaupt noch welche fahren. Das sehen wir gleich. So, nochmal die andere Seite. Ja, da kann man auch natürlich durchlaufen. Der ganze Dings nennt sich auch Porta Nigra Platz. Und hier kommen dann natürlich dann auch die Busse zum Abfahren oder hier so wie der Kollege hier zum Pause machen. Kolleginnen gesucht, überall. Auch hier werden natürlich Busfahrer gesucht, wie immer. Busfahrer und Lkw-Fahrer fehlen natürlich überall, auch hier in Trier. Könnt ihr euch gerne mal bewerben, wenn ihr hier in der Ecke seid oder umsteigen. www.busfahrerwerden.de. Da wird Ihnen geholfen. Ein schöner Blick, oder? Ich mache mal direkt ein Foto hier mit dem schönen Dings. Das sieht doch mal geil aus.
Jetzt haben wir wieder so eine schöne Parade hier, wie ihr sehen könnt. 3 Busse hintereinander. Jawohl. Aber wie gesagt, fest in Mercedes-Hand, Citaro-Hand. Der andere Kollege, der macht da noch Pause. Aber ein sehr schöner Blick hier mit den ganzen Bussen und dem Porta Nigra dahinter. Ja. Hier habe ich noch so einen Kollegen gefunden, der macht hier auch Pause. Man kann wohl hier auch so stehen oder auch nicht stehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eine Busspur und da, wo er steht, ist gestrichelte Linie, aber okay. Sagen wir jetzt mal nichts zu. Wird wohl seine Richtigkeit haben. So, ich suche jetzt eigentlich noch so ein Theater. Es müsste doch hier noch so ein Theater geben, wie von früher hier, so Apollo-Theater hieß das, glaube ich, so ein Amphibientheater. Mal gucken, ob ich den noch finde. Da müssten eigentlich auch noch Busse sich tummeln. Also für diejenigen, die immer schon mal her wollten, aber noch nie geschafft haben, hier mal Eindrücke, Einblicke, Altstadt von Trier. Wenn ihr dann als Reisebusfahrer, da wo der Linienbus jetzt herkommt, hier durch schafft, so wie der Kollege das jetzt auch schön macht, ja, dann habt ihr auch hier Parkmöglichkeiten, nur für touristische Busse, ja, allerdings natürlich mit Parkschein. Und hier gibt es dann natürlich auch nur durch jetzt vorübergehend Ersatzhaltestellen. Den Reisebusfahrern, den interessiert das bestimmt, wie teuer hier so ein Aufenthalt hier ist. Deswegen haben sie das hier nochmal groß gemacht mit Parkschein. Der Kollege, ich weiß nicht, ob er eins gelöst hat, wenn er drin sitzt, im Spiegel sieht, wenn er gerade kommt, dann sagt er, ich bin gerade gekommen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Also, was haben wir denn hier? Parkgebühren für 30 Minuten 2,50, 60 Minuten 5 Euro. Okay, für den ganzen Tag, ne, den ganzen Tag geht gar nicht. Höchstparkdauer 240 Minuten, 20 Euro. Also Leute, ihr könnt entweder mit Telefon bezahlen oder mit Münze bezahlen. Allerdings mit Karte auch, doch. Wunderbar, ja. Und da oben steht es dann nochmal drauf, diese SMS, das hier schicken, mit der App bezahlen. Also es gibt immer eine Möglichkeit, man kann sich nicht mehr rausreden, ich habe kein Kleingeld oder so. Ja, ich gucke aber gleich mal, ob der Kollege bezahlt hat. Der Kollege kommt auch gerade, ich habe aber gesehen, er hat bezahlt und auch schön an der Windschutzscheibe aufgeklebt, dass man das von außen sehen kann. Ich bin auf der anderen Seite hier gelandet von diesem Amphitheater, nicht Amphibien, sondern Amphitheater. Aber wie ihr sehen könnt, da hinten sind auch die Busse. Also liege ich gar nicht mal so verkehrt. Wir laufen natürlich jetzt mal hinten rum, so dass wir davor stehen. Ja. So, ich bin schon ein Stück weiter gekommen, aber ich befinde mich gerade auf dem Radweg. Hier muss ich aufpassen. Ihr wisst ja, hier ist auch alles eine Studentenstadt hier, Trier und so. Fahren viele Fahrräder. So, jetzt mal wieder zu unseren Bussen. Ach, hier steht der MAN mit den 15 Metern, mit den 3 Achsen und macht hier Pause. Okay. Dahinter ein kurzer MAN. Ja, die Kollegen sind entweder irgendwo am Schlafen oder haben sich versteckt, damit keiner denen was fragt. Kennt er ja. Wir als Busfahrer. Ist immer echt lästig. Wir sind gerade was am Lesen oder so, kommt irgendeiner, obwohl Pause groß drauf steht. Wo fährt der Bus hin? Fahren Sie gleich ab? Wann fahren Sie los? Und da versuchen eben halt ruhig zu bleiben. Aber dieser Bus ist, glaube ich, anders, Leute. Schaut mal, obwohl das ein MAN ist. Ne, schaut mal die Bestuhlung hinten. Kann man von außen schon sehen. Der ist ganz hoch. Ne? Und nicht diese Vierergruppe,
sondern hinten können 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fast 15 Leute hinten so sitzen. Ja, scheint ein besonderer Bus zu sein. Hat er denn eine 100er Zulassung oder so, dass das hier wie diese 100er ist? Nee, ne? Oder? Nein, ist kein 100er Zeichen drauf. So, jetzt seid ihr Experten wieder mal gefragt. Was ist das für ein Teil? Haben wir noch so einen Bus erwischt. Direkt hier vor dem. Aber ich glaube, das ist nicht das Amphibientheater, sondern das ist was anderes. Das sind die Kaiserthermen oder so. Das Theater, das sah mir nämlich ein bisschen anders aus. Aber bei der Gelegenheit bin ich hier in Lebensgefahr. Hochspannung, Vorsicht, ach du Scheiße. Nicht so nah dran gehen, am besten nichts anfassen hier. Ja, wenn wir schon mal einen Bahnhof haben, hier haben wir schon mal die Gleise. Brauche ich eigentlich theoretisch die Gleise nur weiter geradeaus laufen, komme ich zum Bahnhof. Aber ich wollte euch doch das Amphitheater vorstellen. So, ich glaube, es geht in die Richtung. So Leute, ich habe es gefunden, das Amphitheater. Das ist aber der Hintereingang, also da, wo die Kasse ist. Hier kann man nicht allzu viel sehen. Hier könnten theoretisch auch Busse parken. Mal gucken, ob das überhaupt gehen würde, wenn wir hier mit reinkommen. Ja, das geht. Ich habe jetzt erst gedacht, es ist zu hoch, aber ist nicht zu hoch. Da kann man mit dem Bus, da mit Auto. Und hier ist auch eine Bushaltestelle, mit dem kann ich dann gleich wieder zurückfahren. Da ist eine Truppe. Davon das Mädel hat mich so ein bisschen hierher geführt. Sie hat natürlich dafür auch eine Autogrammkarte von mir bekommen. Aber ich will jetzt da nicht reingehen, unnötig 3 Euro ausgeben. Von der anderen Seite können wir auf das Amphitheater richtig reinschauen. Wir haben natürlich auch richtige Weinberge hier. Auf der Seite, da ist jetzt die Sonne, wird dunkel werden alles. Aber so ungefähr sieht das da oben auch aus. Wie ihr sehen könnt, die Weintrauben sind schon so langsam im Kommen. So, hier können wir noch so ein bisschen was sehen. Da, wo die Türen auf sind unten, habt ihr gesehen, da sind dann die Löwen und die Gladiatoren damals hier raus, und in der Arena haben die dann gekämpft und die Kollegen haben dann oben alle bejubelt. Natürlich ist so zum Teil alles weg. Ja, hier kann man noch ein paar Ausgrabungen, aber das hat man trotzdem noch ausgegraben. Wirklich interessant, dass die Römer bis hierhin gekommen sind, ne Leute? So Leute, natürlich fahre ich auch mal so ein bisschen mit dem Bus, aber der Bus ist natürlich wieder überfüllt. Kann ich keine Gesichter aufnehmen. Ja, und der Fahrer, der ist gerade in der Ausbildung. Und deswegen ist es immer blöd, Gesichter aufzunehmen. Wie immer. Aber ich fahre auch hier in Trier mal mit dem Linienbus. Aber schaut mal Leute, hier diese Bestuhlung, so in der Form, kennt ihr so, 3 Stück so nebeneinander, damit eben halt auf der Seite noch Kinderwagen und so Platz haben und auf der Seite Platz gespart. Ja, also so eine Sitzordnung sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Mit dem Kollegen bin ich jetzt hierher gekommen. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich wieder zum Bahnhof komme und dann haben wir es, glaube ich. Auf dem Weg zum Bahnhof nehmen wir natürlich ein paar Busse noch mit. Von Porta Nigra ist nicht weit, vielleicht 800 Meter vielleicht. Dann ist man auch schon direkt am Bahnhof. Braucht man hier nur rüberlaufen, die Allee entlang. Und dann ist man auch schon direkt am Bahnhof. Natürlich nehmen wir diese Busse hier mit. Viele Gelenkbusse. Aber am meisten habe ich gesehen, sind die 15 Meter Busse, die hier rumfahren. Ja, aber auch immer verschiedene Farben. Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, warum der zum Beispiel jetzt hier gelb, der andere rot und sowas ist. Ja. Und hier haben wir auch noch mal den Hauptbahnhof in seiner ganzen Pracht. Und ich ziehe jetzt weiter nach Luxemburg. So Leute, mit diesen Bildern hier im Hintergrund, so einen schönen Brunnen, verabschiede ich mich natürlich von euch. Aber nicht für immer. Ich komme natürlich wieder. Es gab da nur so ein Ich komme wieder, keine Frage. Na klar,
Entweder auf den anderen Kanälen oder wieder hier auf Mehmet Oe. Und diesmal sagen wir alles Gute aus Trier. Wünscht euch euer Mehmet Oe. Bis dann, Leute.